Viele meinen, man könnte ein Elektroauto bestenfalls als Zweitwagen nutzen. Man kann damit vielleicht einkaufen fahren oder noch einen Brief zum Briefkasten bringen. Aber als vollwertiges Familienauto und dann noch damit die große Urlaubsreise machen? Für viele wohl kaum vorstellbar. Und darum schauen wir uns heute auf diesem Video an, ob man mit einem Elektroauto wirklich eine große Urlaubsfahrt machen kann. Wie viel Stress man unterwegs beim Fahren, beim Laden hat und ob man am Ende überhaupt ankommt. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Das ist unsere erste große Reise mit dem Elektroauto. Übrigens, mit dem Auto zum Briefkasten zu fahren und danach ins Fitnessstudio zu gehen, um die überflüssigen Funde wieder abzutrainieren, ist nicht so wirklich clever. Genau. Und wollen wir das Klima nicht ruinieren und unseren Kindern katastrophale Zustände hinterlassen, dann müssen wir in 15 Jahren bereits klimaneutral werden. Das heißt, dann dürfen bereits keine Autos mehr mit Benzin- und Dieselmotor auf den Straßen unterwegs sein. Wir müssen die Anzahl der Autos dafür halbieren. Wir müssen mehr Fahrrad fahren und mehr Bahn und öffentlichen Nahverkehr. Deshalb haben wir dieses Auto hier auch für 5 Personen. Wir haben alle eine Monatskarte, ein Fahrrad und eine Bahncard. Um überhaupt in 15 Jahren klimaneutral werden zu können, dürfen wir bereits heute keine neuen Benzin- und Dieselautos mehr kaufen. In 15 Jahren müssen alle Autos elektrisch unterwegs sein und natürlich muss der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien, aus Solar- und aus Windenergie kommen. Und um vorab auch noch einige Kommentare gleich zu beantworten, wir haben für dieses Video kein Geld bekommen. Auch keine Sonderkonditionen für unser Auto oder von Stromanbietern oder von Anbietern von Ladekarten. Ich und der liebe Gott, wir haben uns geeinigt. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Kleine Hommage an unsere Jugend. Und man kann sich auch einfach mal so für eine gute Sache einsetzen. Und natürlich hat auch ein Elektroauto einen großen ökologischen Fußabdruck. Aber der ist bereits heute deutlich kleiner als bei Benzin- und Dieselautos. Und nur mit der Elektromobilität können wir am Ende auch die Klimaneutralität erreichen. All das habe ich in meinem YouTube-Video Quashing to Go Nummer 7 erläutert. Und das haben wir hier oben verlinkt. Zurück zu unserer Urlaubsreise. Wir haben uns ein Corona-verträgliches Urlaubsziel ausgesucht. Die französische Schweiz. Einsame Berge, große Abstände, hoffe ich zumindest. Ja, von Berlin aus sind das rund 1200 Kilometer. Für ein Auto jetzt nicht wirklich so die Riesenentfernung, aber für ein Elektroauto möglicherweise schon eine ziemliche Herausforderung. Ich glaube, wir schauen uns das mal auf dem Routenplaner näher an. Ja, die Fahrzeit beträgt insgesamt gut 12 Stunden. Wir brauchen 3 Ladestopps mit insgesamt etwa 2 Stunden. So viel Zeit sollten wir sowieso als Pause einbauen. Genau, und 1 Stunde braucht ihr Damen sowieso erstmal fürs Anstehen am Klo. Und ihr Herren, um zu futtern. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Ladestation mit Pommesbude und Toilettenhäuschen. Mal schauen, ob wir sowas finden. Aber sag mal, warum hacken eigentlich alle immer so auf dem Elektroauto rum? Ist doch jetzt nicht wirklich eine Herausforderung, diese Strecke, oder? Ja, es hat aber nicht jeder einen Tesla. Ja, du hast recht. Wenn wir das jetzt so drehen, dann werden wieder einige Leute sagen, ja, nicht jeder hat das Geld, sich so ein Auto zu kaufen mit so großer Reichweite. Aber wenn man keinen Tesla hat, dann kann man auch nicht an den Supercharger fahren. Also so werden wir die Leute nicht überzeugen. Gut, dann machen wir doch eine Challenge. Ich glaube, wir begrenzen die Reichweite auf 400 Kilometer. Wir laden überall an jeder öffentlichen Ladesäule, nur nicht an Tesla Superchargern. Und weil der Kofferraum so für das ganze Urlaubsgepäck, die Klamotten der Damen ein bisschen klein ist, packen wir noch einen Dachgepäckträger oben drauf. Hey, und wenn wir deine riesigen Wanderstiefel und deine Kameraausrüstung in den Kofferraum tun, dann ist es auch voll. Also rauf mit dem Dachgepäckträger und los geht's zur Challenge. So, der Dachgepäckträger, der geht nochmal voll auf die Reichweite. Jetzt ist unser Auto vergleichbar mit dem günstigeren Elektroauto, so mit 300 bis 400 Kilometer Reichweite. Die gibt es schon in der Golfklasse oder preislich auch deutlich drunter. Aber sag mal, wenn wir jetzt nicht mit dem Supercharger laden, wie kriegen wir denn dann das Auto voll? Das war eine rein rhetorische Frage, oder? Hey, du hast doch mein Video gesehen. Wo sollen bloß all die Elektroautos laden? Das haben wir hier oben auch verlinkt. Ach ja, stimmt. Du hast ja hier vorne dieses lange rote 50-Meter-Kabel drin. Und da klingeln wir dann irgendwo bei irgendjemandem und hängen es an die Steckdose.
Oder wir finden eine öffentliche Ladesäule, wo wir mit einer Ladekarte laden können. Naja, hast du ganz gut zusammengefasst. Okay, hast du denn schon die Ladekarte besorgt? Wieso eine Ladekarte? Ich habe die Einfachstromladekarte von Maingau Energie, die New Motion Karte, heute Shell. Ich habe die von Vattenfall InCharge. Ich habe die GetCharge-Karte, heute Alpiq. Und die Naturstromladekarte, die bekommt man nur, wenn man Strom auch bei Naturstrom bezieht. Und den Plug-Surfing Key. Hast du denn auch eine goldene oder eine Platin-Ladekarte? Also du schon wieder. Du, aber es gibt wirklich über 100 Ladekartenanbieter. Und jeder hat andere Tarife. Manche rechnen pauschal ab. Da hast du also eine Flatrate, kannst laden, so viel du willst. Andere pro Kilowattstunde, andere pro Zeit. Und je nachdem, welche Karte du ranhältst, kann da mal ein Preisunterschied von 200 oder 300% sein. Und du kannst sogar nicht mit jeder Karte überall laden. Verstehe ich das richtig? Wenn ich jetzt die falsche Ladekarte an die Ladesäule halte, dann funktioniert es entweder gar nicht oder ich zahle dreimal so viel wie mit der richtigen Karte. Und das kann durchaus passieren, ja. Und warum ist das so? Stell dir mal vor, du würdest mit deinem Benzinauto an die Tankstelle fahren und könntest dann nicht tanken, weil du die falsche Tankkarte dabei hast, oder würdest einfach mal locker 5 € für den Liter Sprit bezahlen. Oh Mann, da wäre ja was los hier in Deutschland. Ja, da würde jeder sofort nach dem Gesetzgeber schreien. Ja, und die Elektromobilität haben die einfach komplett vergessen. Naja, die Regierung hat irgendwie noch nicht erkannt, dass die Themen Energiewende und Klimaschutz wichtige Themen sind. Ja, und das kann auch ein bisschen dauern. Und wenn wir bis dahin mit unserem Elektroauto rumfahren wollen, dann müssen wir uns wohl an das Ladechaos doch gewöhnen. Oder nur zu Hause laden oder nur am Supercharger. Ich sehe schon, unsere Challenge wird eine echte Herausforderung. Ja, ganz so schlimm ist es nun wieder auch nicht, weil wir haben einige elektronische Helfer im Gepäck. Und mit denen können wir das dann doch noch ganz gut managen. Okay, da bin ich ja einigermaßen beruhigt. Dann erzähl mal. Die erste Anwendung ist evpass.app. Die kann man im Browser starten und die basiert auf Going Electric, was ich im letzten Video mit den Lademöglichkeiten schon mal näher erläutert habe. Hier sehen wir entlang einer Route, welche Lademöglichkeiten man hat und auch wie schnell man laden kann. Die zweite App, dafür brauche ich ein Smartphone, das ist Air Electric. Auch hier sind alle Ladesäulen eingestartet und wir haben dann bei jeder Ladesäule auch Preisinformationen, das heißt, welche Ladekarte dort am günstigsten ist. Ich glaube, mit beiden Anwendungen werden wir ganz gut hinkommen und ob es klappt, das sehen wir dann unterwegs. Ich bin wirklich gespannt auf unser Abenteuer. Zum Glück rauschen wir ja nicht komplett durch. Ja, wenn man einfach nur ankommen will, ist das Elektroauto genauso wie der antike Verbrenner das komplett falsche Verkehrsmittel. Dann fährt man lieber mit der Bahn, da ist wenigstens unterwegs auch Entspannung angesagt. Genau, wenn ich beim Autofahren anfange zu lesen, dann wird mir immer ganz schlecht. Aber bei uns ist ja der Weg das Ziel. Genau, Deutschland ist viel zu schön, um einfach nur durchzurauschen und deswegen machen wir auch unterwegs einige Stationen. Erste Station ist Eisenach. Wartburg anschauen und Lutherfeeling schnuppern. Dann geht es weiter nach Böblingen. Böblingen? Ach ja, Freunde besuchen. Nächster Stopp ist Titisee. Im Schwarzwald. Danach geht es weiter nach Interlaken. In der Schweiz. Sag mal, gelten die Ladekarten eigentlich auch im Ausland? Keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Aber wenn wir etwas Glück haben, erreichen wir da auch unser finales Ziel. Wieso Natz? Wie wird das eigentlich gesprochen? Keine Ahnung. Okay, Hauptsache wir wissen, es ist in der französischen Schweiz und ganz in der Nähe von Mont Blanc. Eigentlich ein Skiort. Da dürfte im Sommer nicht sonderlich viel los sein. Genau das Richtige für die Corona-Zeit. Prima, ich freue mich auf die Schweiz. Dann lass uns mal packen. Okay, haben wir alles? Kevin, wo zum Teufel ist Kevin? Wir haben in unserer Familie keinen Kevin? Puh, ich glaube, dann haben wir alles. Prima, dann auf nach Eisenach. Ja, jetzt kommt die Anwendung EVPass zum Einsatz. Ich habe hier unsere erste Route, Berlin-Eisenach, eingegeben und das ist nun so gefiltert, dass nur die Ladesäulen angezeigt werden, wo wir mit unseren Ladekarten laden können und die einen CCS-Stecker haben. CCS-Stecker? Ach so, doch, das hast du in deinem letzten Autoladevideo schon mal erklärt. Genau, das sind die, wo wir wirklich schnell laden können. Das ist der besondere Stecker dafür. Und wir haben hier auch noch verschiedene Farben. Das heißt, die orangen und die grünen Ladesäulen, das sind die, wo wir noch etwas länger brauchen. Und die, die richtig Wumms haben, also wo wir wieder schnell flott kommen, das sind die lilanen Ladesäulen. Okay, kann's losgehen? Na klar, gib Strom. Zeit für eine Pause.
Ja, mit der App Air Electric kann ich jetzt schauen, welche Ladekarten funktionieren, vor allen Dingen, was sie kosten. Die Preise variieren erheblich, von gut 13 € bis am Ende 29,77 €. Ich suche mir mal die 13 € Ladekarte aus. Ja, 31 Minuten für 55 Kilowattstunden und das Ganze für gut 10 €. Nicht schlecht. Und jetzt geht's weiter nach Eisenach. Vier Stunden Fahrt nach Eisenach mit einer halben Stunde Ladepause. Das ist doch ein ganz guter Schnitt. Wir waren sehr positiv überrascht von unserem ersten Tritttag. Nun steht ein kleiner Stadtbummel und ein bisschen Essen in Eisenach an. Die Zeit nutzen wir doch einfach, um das Auto wieder voll zu machen. Die Batterie ist noch halb voll. Morgen würden wir gerne wieder mit einer vollen Batterie starten. Ja, dann hole ich mal das Ladekabel. Ja, auch hier lohnt wieder ein Blick in die Air Electric App, nämlich mit den verschiedenen Ladekarten variieren hier die Ladepreise zwischen etwa 5 und 15 €. Mit der richtigen Karte wird es aber doch relativ preiswert. Unser erstes Urlaubsziel ist die Wartburg. Im Zuge des Lutherjahres picobello restauriert. Luther hätte die Burg vermutlich nicht wiedererkannt. Von der Wartburg aus hat man einen tollen Blick über den umliegenden Wald. Es ist aber erschreckend, in welch dramatischem Zustand der deutsche Wald ist. Die Klimakrise mit ihren Dürrejahren hat ganze Arbeit geleistet. Stoppen wir die Klimakrise nicht, werden unsere Kinder den Wald, wie wir ihn kennen, nicht mehr erleben können. Und das feuert dann wiederum zusätzlich die Klimakrise an. Der Verkehr verursacht in Deutschland etwa ein Sechstel der klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen. Wollen wir den Wald retten, dürfen in 15 Jahren keine Benzin- und Dieselautos mehr unterwegs sein. Wir sind satt, wir haben eine wunderschöne Stadt gesehen und das Auto ist schon lange vollgeladen. Fürs Parken haben wir auch nichts bezahlt. Jetzt ab ins Hotel und morgen geht es dann weiter nach Böblingen. Ja, jetzt sind wir schon 3 Stunden von Eisenach aus unterwegs. Der Magen knurrt, die Batterie ist leer, Zeit für einen Ladestopp. Und das gleiche Spiel wie gestern, die gleiche Ladekarte und los geht's. Ja, gestern war doch schön bei unseren Freunden, oder? Ja, sehr schön. Ja, in Böblingen gestern hatten wir keine Lust mehr, eine Ladesäule anzusteuern. Jetzt geht es weiter in den Hochschwarzwald, an den Titisee. Da gibt es relativ wenig Schnelllader und deswegen nutzen wir jetzt die letzte Chance hier an der Autobahn, den Akku nochmal richtig voll zu machen. Und wieder sind wir fast alleine hier an den vielen Ladesäulen, obwohl Ferienzeit ist. Ja, und in 20 Minuten ist der Akku auch schon voll, dann wird es weitergehen. Sag mal, können die anderen Elektroautos eigentlich auch so schnell laden? Das kommt aufs Auto drauf an. Der Tesla hier, der lädt mit 150 kW. Da haben wir jetzt ungefähr die 20 Minuten, um unsere Batterie wieder voll zu machen. Wenn wir jetzt andere Autos haben, zum Beispiel den Zoe oder den Nissan, die bräuchten etwas länger. Von Audi der e-tron, der hat die gleiche Ladeleistung. Und der neue VW ID.3, bisschen weniger, kommt aber etwa in die gleichen Größenordnung. Und dann gibt es noch den Porsche Taycan, der kann sogar doppelt so schnell laden. Da wäre das Auto hier in 10 bis 15 Minuten voll.
Also so langsam verstehe ich die Reichweitenangst der Deutschen überhaupt nicht mehr. Es war doch überhaupt kein Problem bisher. Na gut, das war die letzten Tage in Deutschland. Heute sind wir aber in der Schweiz, wobei, wenn ich mich hier umschaue, die Schnelllader sind genauso leer wie in Deutschland. Schauen wir mal, ob es hier irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Start doch mal den Ladevorgang. Okay, das mache ich. Noch nicht mal hier in der Schweiz haben wir Probleme. Besonders imposant sind hier die Alpengletscher. An ihnen kann man die Folgen der Klimakrise ganz besonders ablesen. Seit der Jahrtausendwende sind die Alpengletscher um rund 20% geschrumpft. Stoppen wir die Klimakrise nicht, werden die Alpengletscher Ende des Jahrhunderts Geschichte sein. Ein Grund mehr für die Verkehrswende mit der Elektromobilität. Heute müssen wir zum allerersten Mal einen Ladestopp machen, obwohl wir gar keine Pause brauchen. In Interlaken gab es zwar Hotels, wo man das Auto direkt am Hotel aufladen kann, nur die waren relativ teuer. Unser Hotel hatte diese Chance nicht und auch in der näheren Umgebung des Hotels hatten wir keine Lademöglichkeit. Und deswegen brauchen wir jetzt heute noch mal einen Stopp, damit wir auch wirklich sicher unser Ziel erreichen. Aber wenn ihr euch mal umschaut, bei so einer schönen Aussicht macht Pause auch Spaß. Hurra, Urlaub, endlich Urlaub. Wir haben es geschafft, unser Urlaubsziel zu erreichen. Hast du jemals daran gezweifelt? Ich eigentlich nicht, aber wenn man im Internet schaut, dann grenzt es für einige echt an ein Wunder, dass wir hier überhaupt angekommen sind und dass unser Auto unterwegs nicht abgebrannt ist. Warum sollte unser Auto abbrennen? Keine Ahnung, aber wenn man im Internet schaut, dann glauben viele, Elektroautos fangen einfach so an zu brennen und das ist dann ein Hauptargument, gar kein Elektroauto zu kaufen. Dabei brennen die gar nicht häufiger als Benziner. Ja, das sind alles Argumente der Elektrophobie, die lassen wir aber beiseite und ziehen doch einfach mal ein Fazit unserer Reise. Kann man mit einem Elektroauto wirklich Sommerurlaub machen? Ganz klar ja. Und wer einmal Elektroauto gefahren ist, vor allen Dingen in den Bergen, der will auch keinen lauten Benzin mehr unterm Hintern haben. Jo, mit unserer Reichweitenbegrenzung um den Dachgepäckträger haben wir keine Etappe geschafft, die länger als 280 Kilometer war. Das heißt, wir mussten ungefähr doppelt so häufig laden, wie wir normalerweise getankt hätten. Das war aber gar nicht weiter schlimm, weil bis auf einmal haben wir auch tatsächlich diese Pause gebraucht. Und im Gegensatz zur stinkigen Benzinzapfsäule konnte man an der Ladestation auch wunderbar Pause machen und das Essen genießen. Jo, aber eine Pommesbude mit Toilettenhäuschen und Ladesäule haben wir am Ende dann doch nicht gefunden. Naja, aber du bist doch immer satt geworden. Und an den Ladesäulen war es immer erstaunlich leer. Ja, selbst in der Hauptreisezeit gibt es gar keinen Mangel an Lademöglichkeiten und auch gar keine Schlangen an den Ladesäulen. Und es ist echt erstaunlich, wie effizient das Elektroauto unterwegs ist. Insgesamt sind wir 1357 Kilometer gefahren und haben dabei rund 300 Kilowattstunden an elektrischer Energie benötigt. Da elektrischer Strom allerdings teurer ist als Verbrennersprit, haben wir für das Nachladen rund 80 € benötigt. Das ist aber immer noch weniger, als die Verbrennermotoren auf der gleichen Strecke benötigen würden. Jo, aber das hat nur geklappt, weil wir uns vorher informiert hatten, die richtigen Ladekarten und elektronischen Helfer im Gepäck hatten. Wenn man einfach so losfährt zur nächsten Ladesäule oder Tankstelle, dann kann das so nicht klappen. Das kann nämlich dann richtig teuer werden. Okay, da muss sich also noch einiges verbessern. Ja, ich hoffe, dass die Konkurrenz aus den USA den deutschen Automobilherstellern und den Anbietern von Ladesäulen so richtig Dampf macht. Und wir werden auf der Rückfahrt auch ein Video drehen, diesmal ganz ohne Challenge. Und wir werden zeigen, wie das Laden von Elektroautos bereits heute für alle aussehen müsste. Aber jetzt genießen wir erstmal unseren Urlaub.
Wenn euch das Video auch so gut gefällt wie mir oder wenn ihr meine Eltern genauso cool findet wie ich, dann setzt ein Like, drückt die Glocke oder abonniert den Kanal.